Hi, willkommen zu Teil 2 von unserem Vietnam-Abenteuer 2024. In diesem Video nehme ich euch mit auf einen Teil unserer Reise durch Vietnam von Da Nang über Hanoi bis zu den kulinarischen Highlights. Los geht's! Wir sind von Saigon nach Da Nang geflogen. Das Wetter war anfangs eher durchwachsen, Sturm war angesagt. Und leider hatten wir nur einen Tag, weil ich für Arbeit hier war. Aber es war genug Zeit, um das coole Hotel direkt am Strand zu genießen. Glück im Unglück. Wir konnten noch unsere gute Freundin besuchen. Sie und ihr Mann mit den Kleinen sind echte Abenteurer. Der Mann hatte uns letztes Jahr eine Sub-Tour, also SUP-Tour, organisiert und es war wirklich toll. Also, wenn ihr SUP-Tour machen wolltet, solltet ihr euch darauf vorbereiten, sehr früh aufzustehen, weil es ist sonst sehr, sehr heiß am Meer. Wir waren damals um 5 Uhr schon auf den Beinen. Am nächsten Tag ging es für mich nach Hanoi direkt auf Arbeit. Nach 6 Tagen war es dann endlich Zeit, die Stadt um die Umgebung zu erkunden. Wir haben bei meiner Mutter übernachtet. Gratis Übernachtung, also Hotel Mama. Wer etwas weiter außerhalb der Innenstadt übernachten will, kann mit mindestens 15 bis 20 Euro pro Nacht rechnen. In Hanoi habe ich Rolf meine alte Universität gezeigt und ich muss sagen, sie hat sich ziemlich verändert. Es war ein bisschen surreal, dort wieder zu sein. Also, hier ist sie. Meine Uni. Für mich hat diesen Ort so viele Erinnerungen. Hier habe ich Freunde fürs Leben gefunden, unglaublich viel gelernt und natürlich viele Stunden für die Vorträge verbracht. Wenn ich hier bin, merke ich immer wieder, wie viel ich mich in dieser Zeit angestrengt habe. Unser nächster Halt ist Văn Miếu oder wie man es vielleicht kennt, der Tempel der Literatur. Es ist das Symbol für Wissen und Bildung in Vietnam und viele Studierende kommen vor Prüfungen hierher, um Glück zu bekommen. Viele glauben, wenn man die Schildkröte hier auf dem Kopf berühren, bekommt man die Wissen und Intelligenz auf die Hände. Diese sollten gleich auf dem Kopf der Intelligenz sein Wollenden berühren, damit er diese Intelligenz absorbiert und die Prüfung oder was auch immer besteht. Mir hat es als Kind total abgekauft. Mittlerweile hat man die Schildkröten umzäunt, weil die Besucher ihre Köpfe zu sehr abgenutzt haben. Der Tempel wurde im Jahr 2070 erbaut und ist eine der ältesten Universitäten in Vietnam. Wie passend, dass wir zuerst meine Uni besucht haben. Wir haben noch das Wasserpuppentheater besucht und das ist nicht das erste Mal für mich. Ich habe die Show schon als Kind gesehen. Damals war es ein absolutes Abenteuer für mich, obwohl es eine Outdoor-Show war. Und jetzt, viele Jahre später, erlebe ich das ganz anders. Ich erinnere mich noch genau an die ersten Eindrücke von damals.
die Puppen, die aus dem Wasser auftauchten und die Musik, die mich damals total verzaubert hat. Heute nehme ich die professionelle Show als Tourist wahr. Ein Highlight unseres Aufenthalts in Hanoi war definitiv das Essen, und zwar vegan. In Vietnam ist es echt einfach, leckere vegane Gerichte zu finden. Wir haben jeden Tag neue Restaurants ausprobiert und jedes Mal war es ein Genuss. Von traditionellen vietnamesischen Gerichten bis hin zu modernen Varianten. Es gibt einfach so viel Auswahl und die Zubereitung ist immer frisch und lecker. Hanoi ist ein echtes Paradies für vegane Küche. Besonders spannend war für uns, dass viele Restaurants nicht einfach nur veganes Essen anbieten, sondern oft eine ganze kulinarische Erfahrung daraus machen. Eines unserer Highlights war das Restaurant Sadhu, S-A-D-H-U, im Lotte Westlake, ein veganer Buffet-Spot mit besonderen Art. Was hier sofort auffällt: Es gibt keine Selbstbedienung, wie man es vielleicht von anderen Buffets kennt. Stattdessen wird das Essen wie in einem normalen Restaurant serviert. Aber jedes Gericht wird individuell an die Anzahl der Personen am Tisch angepasst. Und das Beste daran: Man kann so viele Portionen probieren, wie man möchte, aber immer genau passend zu der Gruppengröße. Pro Person haben wir fast 300.000 Vietnam Dong ausgegeben, also 11 € für All You Can Eat. Ein weiteres tolles Restaurant, das wir fast jeden Tag besucht haben, war Ha An, ganz in der Nähe von meiner Mama. Besonders auffällig hier: Es ist immer gut besucht, vor allem am 1. des Monats nach dem Mondkalender. Es scheint fast, als würden die Leute für das frische vegane Buffet förmlich anstehen. Das Buffet hier kostet etwa 110.000 pro Person. Und glaub mir, es lohnt sich. Wenn ihr das lieber zum Mitnehmen mögt, bekommt ihr eine Portion to go für 55.000 bis 65.000 Vietnam Dong. Eine der besten Optionen, die wir fast täglich genommen haben, war die vegane Pho, eine Portion für nur 40.000 Vietnam Dong. Einfach köstlich und sättigend. Ein weiteres cooles Restaurant, das wir entdeckt haben, war Dinh Quan. Die Gerichte hier sind nicht nur lecker, sondern auch super vielfältig. Von würzigen Currys bis hin zu klassischen vietnamesischen Gerichten. Alles in einer veganen Version. Pro Person hat es 120.000 Vietnam Dong gekostet. Wie ihr seht, es ist in Hanoi wirklich einfach, sich vegan zu ernähren. Und es macht richtig Spaß, all die tollen Restaurants auszuprobieren. Wir haben hier so viele neue Gerichte entdeckt und einfach jeden Moment genossen. Wenn ihr in Hanoi seid, kann ich euch diese Spots nur empfehlen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und bleibt dran für Teil 3. Da geht's dann weiter mit den restlichen Erlebnissen unseres Trips in Vietnam. Danke fürs Zuschauen und bis bald!